Ich bin heute im Restaurant Goldader im wunderschönen Lungau in Tamsweg und habe da ein Gericht vor mir stehen, das heißt Fenchel, Tauernrocken, Fichte und Leindotteröl. Und wie wir das zubereitet haben, das schauen wir uns jetzt an. Das heutige Gericht schaut ja wirklich ganz besonders aus. Wie kommt so ein Gericht bei euch auf die Karte? Wir legen ganz großen Wert auf Regionalität. Das heißt, alles, was die Region bietet, das versuchen wir in unsere à la carte Karten reinzupacken. Wir wechseln die Karten alle 5 Wochen und je nachdem, was die Saison bietet, dementsprechend sind die Gerichte auf der Karte. Und das passt halt einfach vom Geschmacklichen her, der Tauernrocken ist eher ein bisschen was Würzigeres, der Fenchel, diese Frische, die Fichte bringt ein bisschen Säure mit und dadurch ist das eine ganz harmonische Geschichte. Ich merke, du bist wirklich ein kreativer Kopf und darfst dich da wirklich austoben und verwirklichen in der Küche. Wie kommst du zu so einer Gastronomie überhaupt da in der Gegend? Wir sind eigentlich eine Trockenbaufirma. Das heißt, der Herr Bagic hat schon vor vielen Jahren angefangen mit einem Kindergarten, weil er gemerkt hat, er braucht einfach weibliche Mitarbeiter und da hat es keine Betreuung gegeben. Für die Firma? Für die Firma, ja genau. Und so ist es dann gewachsen und gewachsen und gewachsen und irgendwann hat man gemerkt, verpflegungstechnisch, man muss irgendwas machen. Man braucht eine Küche, wo man gemeinsam für die Kinder kocht, wo man in die Mitarbeiter Essen anbietet. Und so ist das Ganze entstanden. Und das Restaurant war dann eigentlich das i-Tüpfelchen. On top quasi. Der Tauernrocken steht ja bei euch häufig auf der Karte. Warum ist der für dich so besonders und wo beziehst du den her? Das Besondere für mich an Tauernrocken ist einfach das ist ein Getreide, das ist einfach ein bisschen würziger. Und wir haben einen Produzent, einen Landwirt in der Nähe und der steht dort einfach voll hinter diesem Tauernrocken. Das ist es wie sein Kind, sage ich mal. Der Tauernrocken wird direkt da im Lungau verkauft, zum Beispiel da im Kempts Einerladen. Und da steht zum Beispiel auch eine Familie drinnen, die den selber auch anbaut. Und da schauen wir jetzt rein. Der Kempts Einerladen ist ein Gemeinschaftsladen. Wir sind ein Teil davon. Und ein großer Teil ist bei uns der Tauernrocken. Der Tauernrocken, den haben wir als Korn, als Vollkornmehl und dann eben verarbeitet. Das ist geschmacklich super. Er ist unwahrscheinlich gut zum Backen mit Sauerteig. Also es gibt auch Kunden, die bei uns nur zum Sauerteig führen, zum Beispiel den Tauernrocken kaufen, weil er enzymstark ist und weil der Sauerteig einfach so gut geht damit. Er hat einen intensiven Geschmack. Also wenn man einmal einen anderen Roggen isst und dann sonst den Tauernrocken, dann merkt man erst, wie gehaltvoll und wie geschmacksvoll das er ist. Der Tauernrocken ist grundsätzlich ein Getreide, der nicht anspruchsvoll ist. Der wird so im September, Mitte September bis Anfang Oktober angebaut und dann bleibt er am Feld. Also wir brauchen ihn eigentlich nicht pflegen, wir brauchen ihn nicht viel düngen, also er braucht nicht sehr viel Dünger, er sollte auch nicht sehr viel haben. Ende Juli, Anfang August ungefähr wird er dann gedroschen. Wir bauen ungefähr so 3 Hektar an, die wir so im Haus verwerten, vermahlen. Und was wir dann noch haben, wir haben also eine Gemeinschaft, einen Verein, der Bauern unterstützt, den Tauernrocken anzubauen. Die liefern dann den Rocken direkt bei uns nach der Ernte an. Der wird bei uns getrocknet, gereinigt und dann weiterverkauft über den Verein an zum Beispiel Bäcker oder Müller in Salzburg oder Wien. Es hat gestartet ungefähr mit 2 Hektar. Inzwischen haben wir um die 20 Hektar. Es gern über 40 Tonnen aus dem Lungau auch aus. Das ist wirklich eine Einnahmequelle für manche Bauern. Der Tauernrocken ist für mich einfach besonders, das ist ganz eine alte Sorte. Man hat zwar jetzt wesentlich weniger Ertrag als wie von einer konventionellen Roggensorte, aber das ist für mich ist das Geschmack, das passt genau in unsere Linie. Das ist alpine Kulinarik. Momentan schaut es so aus. Der wird dann, bevor er gedroschen wird, bis zu 2 Meter hoch. Man hat halt irgendwann damit aufgehört, weil einfach die Maschinen damals das nicht erbockt haben mit den Dreschen. Weil der so hoch ist. Ja, genau. Und den ganzen Strohanteil, was halt da produziert worden ist, man hat halt einfach damals geglaubt, das braucht man nicht. Wie bereitest du den dann zu? Ich tue den Tauernrocken 3 Tage ins Wasser einwacken. Das heißt, ich tue dann täglich Wasser wechseln. Das hat den Grund. Da keimt der dann fast, oder? Wahrscheinlich. Ja, genau. Der kann aber auch ruhig ankeimen. In erster Linie hat es den Grund, dass du die Kochzeit verkürzt. Das heißt, kochst du dann mal 1,5 bis 2 Stunden, so kochst du dann nur noch eine halbe Stunde. Und der kann ruhig ankeimen. Also du merkst, wenn du das Kernel zusammendruckst, das ist ganz wach. Und da kommt auch ein kleiner Keim raus. Und du musst dir vorstellen, in den Kernen drinnen, da ist ja die ganze Stärke und alles ist in den Kernen drinnen. Das heißt, du kriegst richtig noch viel mehr Power rein in das Kernel. Wow. Und aus dem Grund lasse ich den ankeimen. Also ich tue den jeden Tag frisches Wasser, das heißt, ich spüle den ab, ich wasche den ab, tue wieder frisches Wasser drauf. Nach dem 3. Tag tue ich ihn wieder abwaschen im Prinzip und dann koche ich ihn nur mit Wasser. Das dauert dann ungefähr zwischen 20 und 30 Minuten. Dann tue ich das Wasser weg, mache den mit Creme fraiche und ein bisschen Zitronensaft und Salz und Muskat wieder warm. Und das war's eigentlich. Und das ist dann wie so ein Risotto, also wie ein Reis im Endeffekt. Genau, das ist cremig wie ein Risotto, ja genau.
Die Hauptkomponente von dem Gericht ist ja der Fenchel. Was machst du mit dem? Den Fenchel den wir schmoren, das heißt, wir kochen einen Fond. Den Fond kochen wir aus die Abschnitte vom Fenchel mit Lorbeer und Wacholder und mit der Flüssigkeit, die wir nachher in den Fenchel schmoren. Und das zweierlei vom Fenchel, das zweite Variante, haben wir den im Eiswasser eingelegt. Das heißt, ich habe den ganz dünn geschnitten und der kommt dann ins Eiswasser, dann wird er ganz glasig und es ist mehr die Optik. Die Optik und die andere Konsistenz dann einfach auch, oder? Ja genau, du hast ganz andere Textur. Und was ich jetzt schon gespannt bin, was machst du mit denen da, mit den Die Fichtenwipfeln? Fichtenwipfel. Früher kennt man das eigentlich, die Fichtentriebe nur als Hausmittel, sagen wir Ja, mal, von diesem Fichtenwipfelhonig. Mit der Fichte kann man eigentlich alles machen. Man kann sie fermentieren, du kannst sie zu Eis machen. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt und das ist wie die Zitrone der alpinen Küche. Wir machen da eigentlich einen Kartoffelespumer mit Fichtentriebe. Als erster kochen wir die Kartoffeln, dann tun wir die Butter dann ein bisschen bräunen, sodass ich ein bisschen so einen leicht nussigen Geschmack kriege. Dann tun wir die Haselbutter mit den Fichtentriebe mixen, dann haben wir ein schönes grünes Öl. Mit diesem grünen Öl und ein bisschen Sahne machen wir dann aus den Kartoffeln einen Spumer. Das heißt, es ist ganz ein flüssiges Püree, das kommt dann in die Easy-Flaschen und dann ist das der Schaum. Schaum. Und die Fantasie spielt bei dir eine große Rolle. Ja, genau. Wie lässt du das einfließen, deine Gerichte? Einfließt, das entsteht ja schon, wenn man die Menükarten schreibt. Das heißt, diese Geschmäcker, wie was schmeckt, wie was schmecken könnte, wenn ich was kombiniere, das hat man einfach im Kopf. Und dann probiere ich mal das im Groben und Ganzen, ob das dann wirklich funktioniert auch. Und dann lerne ich das erst auf der à la carte Karten. Jetzt vom Anrichten her, worauf achtest du da? Bist du jemand, der dann quasi sich das voll durchüberlegt im Vorfeld, wie du jetzt den Teller anrichtest? Definitiv. Bevor ich das probiere, ob das funktioniert, habe ich schon ein Bild im Kopf, wie das dann am Teller ausschauen soll. Okay, und das schaut dann auch so aus? Meistens. Die Optik spielt natürlich eine ganz große Rolle. Das heißt, das Auge isst mit. Je größer die Portion ist, desto weniger attraktiv ist das eigentlich. Das heißt, wir schauen, dass wir eher kleinere Portionen haben. Im Sommer sollten die Produkte eher frischer und mehr Säure haben. Das heißt, wir haben eigentlich alles da. Der Fenchel hat ein bisschen mehr, das ist ein ganz frisches Gemüse. Säure kommt auch von den Fichtentrieben. Und das Leindorteröl hat also einen leichten Geschmack nach Grün und Erbse. Und das passt das Topping perfekt. Das ist wirklich ein knackfrisches Gericht, das so richtig nach Sommer schmeckt. Die Zutaten kommen aus der Region und ich muss sagen, die Konsistenzen und die Säure, das ist wirklich ein perfektes Spiel und einfach eine perfekte Vorspeise.